Hallo zusammen! Bevor wir heute in diese unfassbaren Abgründe und Widersprüche eintauchen, möchte ich euch an etwas extrem Wichtiges erinnern. Bitte liked diesen Podcast, abonniert meinen YouTube-Kanal, schreibt eure ehrliche Meinung unten in die Kommentare und teilt diesen Inhalt mit so vielen Menschen wie möglich. Nur mit eurer starken Unterstützung können wir diesen religiösen Unsinn schonungslos aufdecken. Also, los geht's! Unzählige moderne, weichgespülte Teilzeitapologeten versuchen ständig, westliche Menschen zu beeindrucken. Sie wollen uns krampfhaft beweisen, wie friedlich ihre Religion angeblich ist. Linda Sarsour ist das perfekte Beispiel für jemanden, der einem einfach nur erzählen will, wie toll dieser Glaube ist. Sie über ihre Religion zu befragen, ist wie Alexandria Ocasio-Cortez über das Christentum auszufragen. Diese Leute zitieren dann gerne einen bestimmten Text. Sie behaupten steif und fest, dort stünde: Wer einen unschuldigen Menschen tötet, für den ist es, als hätte er die ganze Menschheit getötet. Es wird erwähnt, um zu beweisen, dass Gewalt nichts mit diesem Glauben zu tun hätte und Terrorismus unvereinbar sei. Aber an diesem Zitieren ist unfassbar viel falsch. Es ist ein brutales Falschzitat. Während sich diese Leute viel aus dem Kontext machen, wenn man einen Vers teilt, der sie diskreditiert, interessiert sie der Kontext überhaupt nicht mehr, wenn es etwas Positives zu sein scheint. Das erste ist die bewusste Veränderung der Wörter, um den Vers dramatischer wirken zu lassen und Sympathie bei Nichtgläubigen zu gewinnen. Die Wahrheit sieht nämlich komplett anders aus. Im Koran steht absolut nichts von unschuldigen Menschen. Der tatsächliche Text lautet: Wer eine Seele tötet, außer für eine Seele oder wegen Verderbens im Lande, für den ist es, als hätte er die ganze Menschheit getötet. Seht ihr diesen gigantischen Unterschied? In dem zitierten Koran fehlt ein wesentlicher Bestandteil ohne Hinweis, dass etwas ausgelassen wurde. Das ist zutiefst trügerisch. Die Propagandaversion klingt, als wäre es absolut verboten, irgendjemanden zu töten. Aber der tatsächliche Vers sagt klipp und klar, dass das Töten verboten ist. Es sei denn, es geschieht als Vergeltung oder wegen Verderben. Töten von Menschen, die Verderben verursachen, ist laut diesem Text überhaupt nicht verboten. Diese Religion hat natürlich ihre völlig verdrehte Definition davon, was ein unschuldiger Mensch ist. Ich möchte klären, was Verderben im Lande verursachen eigentlich bedeutet. Aber schauen wir uns zuvor den Vers an, der direkt danach kommt. Den lassen diese Betrüger nämlich bequem weg. Im Koran steht direkt im Anschluss: Der Lohn derer, die gegen Allah und seinen Gesandten Krieg führen und auf der Erde eifrig Verderben stiften, ist nur der, dass sie getötet oder gekreuzigt werden oder dass ihnen Hände und Füße wechselseitig abgehackt werden oder dass sie aus dem Lande verbannt werden. Plötzlich klingt das gar nicht mehr wunderschön, oder? Getötet, gekreuzigt, Hände und Füße zur Strafe abgehackt. Das ist pure Barbarei. Kurze Unterbrechung. Bevor wir noch tiefer in diesen Wahnsinn eintauchen, vergesst nicht den Call to Action. Liked diesen Podcast, abonniert den Kanal, hinterlasst einen kritischen Kommentar und teilt diesen Beitrag überall. Nun zurück. Wofür gibt es diese grauenvollen Strafen? Der erste genannte Grund ist das Krieg führen gegen ihren Gott. Das bedeutet in der islamischen Terminologie nicht nur, dass man zu den Waffen greift. Es steht auch für ideologische Opposition. Im Buch Tafsir ibn Kathir heißt es dazu: Krieg führen bedeutet hier sich widersetzen und widersprechen, und es schließt Unglaube, das Blockieren von Straßen und das Verbreiten von Angst in den Wegen ein. Wer sich also widersetzt, führt angeblich bereits Krieg. Was bedeutet diese absurde Definition für mich? Da ich als Kritiker und Abtrünniger auftrete, führe ich nach dieser offiziellen Definition bereits Krieg. Das bedeutet, dass diese furchterregenden Strafen, wie Kreuzigung oder das Abhacken von Gliedmaßen, für mich gelten könnten. Für mich? Könnt ihr euch das vorstellen? Ich bin so unschuldig, aber wie soll ich so eine Religion jemals respektieren? Vergiss es, ich werde mich für immer darüber lustig machen. Jeder andere, der diese Ideologie offen kritisiert, sie verspottet und nur versucht, Gläubige dazu zu bringen, ihren Glauben zu überdenken, führt laut diesen Schriften Krieg und kann bestraft werden. Diese Religion respektiert das Leben von unschuldigen Menschen, wie wir sie nennen, überhaupt nicht. Der zweite Grund für diese barbarischen Strafen ist das Verursachen von Verderben. Was soll das bedeuten? Es bedeutet, Dinge zu tun, die einen Akt des Unglaubens und Ungehorsams darstellen. Das ist im Grunde alles. Im Buch Tafsir ibn Kathir heißt es ganz klar: alle Arten von Bösem. Alles. Solche Handlungen können zur Todesstrafe führen. Das offene Verlassen des Glaubens, das Beleidigen der Religion, bewiesenes homosexuelles Verhalten oder Ehebruch. All das ist weithin akzeptiert und in der heutigen islamischen Welt oft angewandt.
Wer diesen Glauben verlässt, ist nach heutigen Menschenrechten völlig unschuldig, aber eben nicht unter diesen Gesetzen. Die Satiriker von Charlie Hebdo waren nach dieser kranken Logik nicht unschuldig. Und all das mal beiseite gelassen, ich bin mit diesem heuchlerischen Vers noch lange nicht fertig. Der Vers geht eigentlich noch weiter. Im Koran steht: Aus diesem Grund haben wir den Kindern Israels vorgeschrieben, dass wer eine Seele tötet, außer für eine Seele oder wegen Verderbens, das im Lande angerichtet wurde, es so ist, als hätte er die ganze Menschheit getötet. Dieser Text sagt den Gläubigen heute also gar nicht das Töten wie das Töten der ganzen Menschheit ist. Er behauptet lediglich, dass Gott dies einst den Israeliten sagte und diese danach zu Übertretern wurden. Es ist offensichtlich, warum diese Apologeten immer nur den nützlichen Teil zitieren, um billige Sympathie zu gewinnen. Lasst uns diese völlig absurde Behauptung analysieren. Der Text sagt, Gott habe den Israeliten gesagt, dass das Töten einer Person so sei wie das Töten der ganzen Menschheit. Aber in den biblischen jüdischen Schriften finden wir das nirgendwo. Es existiert einfach nicht. Woher kommt diese Aussage dann? Die Quelle ist eine Versammlung jüdischer Rabbiner. Im Buch Talmud, Sanhedrin, heißt es: Wer auch nur einen Juden tötet, hat die ganze Welt zerstört. Der Talmud ist aber lediglich eine Sammlung jüdischer rabbinischer Kommentare. In diesem Kapitel interpretieren Rabbiner lediglich die Geschichten von Kain und Abel. Der Autor des Textes hat scheinbar diese jüdischen Rabbiner belauscht und dies fälschlicherweise für göttliche Offenbarung gehalten. Es ist bekannt, dass Juden diesem Propheten viel über ihre Religion erzählt haben und dass es seltsame Interaktionen gab. Er oder seine Anhänger haben diese rabbinische Lehre dann einfach in ihr Buch aufgenommen, als wäre es eine göttliche Anweisung direkt vom allmächtigen Gott. Und als wäre das nicht dreist genug, haben sie auch noch diese ekelhafte Ausnahme hinzugefügt, nämlich die Erlaubnis, diejenigen zu töten, die Verderben im Land verursachen. Diese Ideologie hat also nicht nur ein fremdes Konzept geklaut, sie hat es durch ihre brutalen Zusätze drastisch verschlimmert. Zum Abschluss, Leute, bitte liked diesen Podcast, abonniert meinen Kanal, lasst einen Kommentar da und teilt diese Wahrheit mit der Welt.